Hi Leute, willkommen zu Dragon About. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, und zwar hat man mich letztens gefragt, ob man nicht irgendwie Waffen bauen kann, wenn die, also ich sage jetzt mal Stangenwaffen, die man so ein bisschen zerlegen kann. Für den Transport, ich glaube, ja, wollte für ihn eine Bahn. Ist ja dann immer ein bisschen schlecht, wenn man dann so eine 2 Meter, manchmal auch länger wie 2 Meter, eine Stangenwaffe mit rumschleppt. Da hatte ich mir auch schon eine ganze Weile immer mal wieder einen Kopf drum gemacht, wie man sowas machen kann, beziehungsweise umsetzen. Eigentlich bin ich ja nicht unbedingt ein Freund davon, Metall in so Waffen einzubauen, außer Bleiband in den Griff. Aber es wird wahrscheinlich nicht drum rumkommen. Jetzt hatte ich schon mal vor einer Weile was gefunden gehabt. Ich weiß aber nicht, Leute, bei mir gehen immer irgendwie Sachen verloren. Jetzt war ich heute noch mal im Baumarkt. Ihr kennt das ja, der Baumarkt ist der Freund des Labers. Manche sehen Werkzeuge, andere, die Lab machen, sehen ganz andere Sachen, was man daraus machen kann, was die da rumstehen und liegen haben. Ja, und da hatte ich dann, wie ich da mal wieder so durch die Gänge schlenderte, war ich dann so in der Gaswasser-Scheiß-Abteilung. Entschuldigung, wenn ich dazu sage. Und dachte so, guck mal da mal irgendwie ein bisschen nach. Ich meine, ich war irgendwas für meine Mutter mal am Suchen da und bin dann aus Zufall, bin ich über so Dinger gestolpert. Ja, ich erkläre euch jetzt mal so ein bisschen im Nahdings, was ich jetzt vorhabe. Ob das funktioniert, kann ich noch nicht genau sagen. Ich habe auch schon ein bisschen investiert. Erstmal habe ich die Teile gekauft. Das ging jetzt eigentlich, das war nicht so teuer. Das waren so, weiß nicht, so 15 Euro oder so jetzt für die Sachen. Und habe mir, weil ich da auch noch was bohren muss dann, wenn ich dann mache. Erkläre ich dann aber später, hat man dann noch für einen Dremel, weil so oft bohre ich keine riesige Löcher oder so, habe ich mir für einen Dremel zum Vorbohren so einen Bohrmaschinenständer geholt. Mal gucken, ob das funktioniert. Wie gesagt, ist dann nur für das Vorbohren. Das Richtige mache ich dann wahrscheinlich mit dem Akkubohrer. Aber mal gucken. Ich erkläre euch jetzt mal so grob, was ich vorhabe. Und zwar, das sind hier, ja, da fällt schon wieder was runter. So, versuchen wir nochmal neu. Und zwar, das sind hier, wie heißen die Dinger? Hahnverlängerungen. 3,8 Zoll oder irgend so, 30 mm Messing, verchromt. Da war ich dann erstmal am Suchen. Ich mache jetzt hier erstmal die Dinger ab. Mal gucken. Wo ist nicht? Wie gesagt, hier so was ist das. Ich hoffe, das kann man irgendwie sehen. Soll jetzt auch keine Werbung sein, das ist nur damit ihr wisst, was ich da benutze. Und dann habe ich mir noch so ein Verbindungsteil geholt. Das erkläre ich euch gleich auch, warum ich das auch noch geholt habe. Weil die hatten Teile da. Die hatten dann, muss man auch aufschneiden. Hätten sie irgendwie so ein Ding dran machen können, dann hätten sie das Plastik für gespart. Aber naja, gut. Wie gesagt, ich hatte jetzt den Plan. Ich wusste, dass die hier mit dem Gewinde so ungefähr in die Kernstäbe reinpassen. Das ist nicht ganz. Ich werde da ein bisschen am Kernstab mit Schmirgeln, ein bisschen schmirgeln müssen, damit die reinpassen. Das Schöne ist, die haben hier innen drin, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, die haben hier so, am Ende haben die so einen Anschlag. Dann kann der nicht so weit reinrutschen, der Kernstab. Also nicht bis oben an der Spitze. Da habe ich mir dann überlegt, das war ein anderes Teil, das konnte man dann auch draufschrauben. Problem war nur, der hatte dann hier auf der Seite quasi dann wieder so ein Gewinde. Ne? Oder ich hätte jetzt quasi hier die zwei nehmen können, die passen auch. Aber das Gewinde, das hat mich irgendwie gestört. Zumal dann hier das Loch für den Kernstab schon wieder nicht gepasst hätte. Deshalb habe ich mir dann überlegt, mir dann doch da so ein Verbindungsstück zu holen. Dann kann man das nämlich an der einen richtig gut festdrehen. Kommt dann hier auf den Kernstab drauf. Entschuldigung Leute. Das ist dann ungefähr so weit drin.
so Pi mal Daumen. Und dann kann man das ja auf der anderen Seite auch. Geplant habe ich das Teil dann quasi so bis hier zu machen, damit das dann nicht so weit rauskommt. Natürlich zu einem Griff hin. Das Teil kommt dann quasi unters Leder und das Teil hier ist dann quasi dann in dem Stiel mit drin, wo dann quasi noch die Stange ist. Ich sage jetzt mal, da kann man ja so ein bisschen dicker noch eine Ummantelung drum machen, so Metallringen mit Beschlag, damit das noch ein bisschen besser gepolstert ist. Aber die machen schon recht soliden Eindruck. Ich denke mal, das müsste funktionieren. So, dann hatte ich aber noch ein Problem. Also, ob das jetzt ja doch ein Problem wird, das wahrscheinlich schon sein. Wie ihr seht, das sieht schon ganz massiv aus, ne? Wiegt auch ein bisschen was, wie gesagt. Deshalb muss ich gucken, dass ich dann irgendwo an dem Griff das dann so mache, dass das quasi dann da gut gepolstert ist. Aber es muss ja auch ein bisschen was aushalten. Bringt ja nichts, wenn ich da irgendwas aus Plastik dran mache und das Ding fällt dann auseinander. So, wie gesagt, das wird dann hier, werde ich dann auf der Länge ein bisschen abschleifen, damit es reinpasst. Also so passt es noch nicht mit dem Gewinde. Man merkt zwar, es ist schon so ein bisschen drin, ne, aber es muss noch ein bisschen geschliffen werden. Dann hatte ich mir überlegt, das Problem ist, ich kann den Kernstab ja hier einkleben. Das ist ja eigentlich nicht so das Problem. Das Problem, was ich sehe, dadurch, dass ich das ja immer wieder los und zudrehe, wenn ich das Ding mal auseinanderbauen will, dass sich anfängt, also hier das Verbindungsteil, das ist ja nicht so schlimm. Aber hier diese festen Teile, die zwei, dass die sich dann irgendwann anfangen quasi auf dem Ding quasi zu drehen. Ne? Und das ist ja natürlich dann Mist, dann kriegst du das Ding ja auch nicht mehr zusammengedübelt. Jetzt habe ich mir überlegt, deshalb hatte ich mir auch für den Dremel diese kleine Ständerbohr-Ding geholt. Jetzt muss ich noch gucken, dass ich irgendwo einen Körner herkriege. Das ist unglaublich. Hier ist ein Baumarkt und kriegst dann immer einen Körner, aber ist egal. Dann werde ich hier auf den beiden längeren Teilen werde ich ein Loch reinbohren. Wahrscheinlich durch. Und dann, ich habe jetzt noch 5 mm GFK Kernstäbe. Jetzt habe ich mir überlegt, wenn ich den Kern jetzt, also hier den Kernstab eingeklebt habe, also dass ich den passend geschliffen, dass der reinpasst, dass ich dann quasi durch diese zwei Löcher, die sollen dann komplett einmal so durchgehen. Ne? Ich hoffe, dass man mir da irgendwie folgen kann. Ich nehme mal hier so, ne, dass das quasi so durch ist, dass man dann diesen 5 mm, ich habe Bohrer mir besorgt mit so 5,2 oder 3 mm, muss mal gucken, ob ich einen 5,1er noch kriege oder so. Das werde ich dann quasi, ich hatte erst gedacht, nimmst eine Schraube, aber na, ich weiß es nicht. Ich glaube, mit so einem GFK ist nicht schlecht. Mit den 5 mm, das ist ja schon recht stabil. Dass das quasi dann einmal komplett dann der Stift dann, also wie so ein Stift durch, verklebt wird. Dann rein, dass das quasi so wie so ein Haken ist, dass das Ding sich nicht mehr rund drehen kann. Und durch das GFK und den 2 Komponentenkleber das Ganze dann wieder, ich denke mal, robust ist. Also soweit ist dann der Plan. Ob das alles so funktioniert, weiß ich noch nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Aber wie gesagt, das ist dann quasi so die Idee. Ich mache das mal hier so. Wie gesagt, das Ding, das ist schon ein bisschen schwerer. Also da muss ich wirklich gucken, dass ich das dann gut ummantel. Aber so ungefähr, so wie man das jetzt hier sieht. Die Dinger kommen dann halt noch rein. Dann hier so die Stifte, ne, bei jedem einen, dass die sich dann beim Los- und Festdrehen sich nicht verdrehen können. Gut, das mittlere Teil hier, das ist halt, naja gut, das muss man nicht unbedingt, dass das sich nicht, ich sag jetzt mal theoretisch, könnte man noch hingehen und könnte quasi an einem Teil das irgendwie noch mit so Kleber, so der auch Metall klebt, dass man das hiermit verklebt. Könnte man auch machen.
Ne? Oder da vielleicht auch noch was bohren glaube ich eher dann nicht. Dann eher verkleben. Aber ich denke mal, normalerweise dürfte das eigentlich kein Problem sein. Obwohl, wenn man das zu fest dreht, weiß nicht. Ja gut, dann könnte eventuell passieren, dass man dann das untere Teil mit loskriegt, ne? Was jetzt aber auch nicht unbedingt so das Problem wäre, denke ich mal. Wie gesagt, ich denke mal am besten ist, wenn man das Ganze dann noch auf eine Seite verklebt. Und zwar am besten, denke ich mal, auf der unteren Seite. Dass man das obere dann quasi nur mit dem, ich sag jetzt mal, kürzeren Teil macht. Und dann kann man ja dann verschiedene Sachen damit. Da kann man ja dann, ich sag jetzt mal, das untere Teil ist dann so die Basis und oben kann man dann halt verschiedene Waffen drauf montieren. Ne? Das war dann immer mit den runden Kernstäben. Ich finde das immer ein bisschen klobig, aber bei Stangenwaffen ist es nicht schlecht, weil dann babbeln die halt nicht so. Ja, wie gesagt, das ist jetzt so mal die Idee. Ich weiß ja nicht, was ihr dazu sagt. Ne? Könnt ihr mal was in die Kommentare schreiben. Weiß noch nicht so ganz. Aber so prinzipiell denke ich mal, könnte das funktionieren. Jetzt muss ich nur noch gucken. Ich glaube, so GFK-Kleber hier für die gebogenen Kernstäbe habe ich noch, glaube ich, ein oder zwei, so 2 Komponenten Tuben. Bei dem muss ich mal gucken, was ich dann nehme zum Kleben. Auf jeden Fall muss es irgendwas sein, was Metall klebt. Ja, und dann könnte man das ausprobieren. Die Frage ist natürlich, ob ich das erstmal nur an den kleineren Stücken oder ob ich dann direkt was Größeres damit machen soll. Ja Leute, was haltet ihr von der Sache? Meint ihr, dass man das damit hinkriegt? Dass man das safe bauen kann? Oder generell irgendwie, dass ich vielleicht da irgendwie einen Denkfehler drin habe oder sowas? Könnt ihr auch mal eure Meinung dazu schreiben. Wie gesagt, eigentlich verbaue ich Metall nicht gerne in so Sachen. Aber wenn etwas Stabileres sein soll, und das Gewinde, das ist schon recht massiv und das Metallteil hier auch. Also wie gesagt, ich denke mal, dass das schon recht stabil wird. Obwohl das Gewinde eigentlich relativ kurz ist. Aber es ist schon, sag mal, wirklich sehr massiv. Vom Gewicht her. Ich schätze mal so 100-200 Gramm werden das schon sein. Naja gut, wie gesagt, könnt ihr mal was zu schreiben. Da ich ja so nett gebeten worden bin, habe ich mal so ein kleines kurzes Video erstmal gemacht, was ihr davon haltet. Ob ihr das halt als safe erachtet. Wie gesagt, ich verbaue nicht gerne sowas in so Sachen, aber wenn es dann halt zum Zerlegen ist und an bestimmten Stellen verbaut wird, wo halt die Polsterung dann dicker ist wie an den anderen Stellen, denke ich, man müsste das eigentlich kein Problem sein. Weil das wäre ja quasi, ich sag jetzt mal, ihr habt, sag ja so, bis hier habt ihr, oder wir nehmen es jetzt einfach mal von hier, habt dann halt den Stiel gewickelt und macht dann quasi hier so Metallbeschlag, dann nochmal so eine 6er Matte oder was drüber, noch ein bisschen was drüber, vielleicht auch noch ein bisschen Leder, dass er sich nichts durchdrücken kann oder sowas. Und dann das obere Teil quasi, da dann schon quasi hier, also quasi bündig, wenn er das dann zusammenschraubt, ne, da dann quasi den Ledergriff habt, ne, dass das dann quasi hier das kürzere Stück dann quasi im Leder verschwindet. Das dann quasi hier nur so dieses Gewinde quasi nur so unten quasi aus dem Ledergriff so rausguckt. Ne? Das ist so jetzt meine Idee. Wie gesagt, schreibt mal was dazu, was ihr davon haltet. Ob das geht oder ob ihr das okay findet, wenn man sowas verbaut. Wie gesagt, ich habe mir auch mit anderen Sachen schon mal so ein bisschen, aber ich habe auch schon mit Kunststoff überlegt, aber ich glaube, das bricht so schnell ab. Das hält nicht die Belastung auf Dauer aus. Das wird relativ schnell einmal zu fest gegengeschlagen, dann wird das abbrechen. Und wie gesagt, die Dinger sind relativ günstig. Ich glaube, die 3 Teile waren so 15 € zusammen ungefähr. Ja, und ihr müsst nicht viel machen. Ein bisschen am Kernstab, ein bisschen abschleifen, dann einkleben, 2 Löcher bohren, dann ein bisschen vom Kernstab. Theoretisch können wir auch eine Schraube reinmachen, aber ich muss ehrlich sagen, das wäre schon genug Metall. Und dann müsste man noch mit dem Senkkopf haben und so, also das ist jetzt nicht so. Oder man bohrt es halt nicht ganz durch, ne? Sondern wirklich nur so an einer Seite so ein kleines Loch und macht quasi so eine kleine Schraube. Bohrt nur so, ich weiß nicht, so ein paar Millimeter rein, dass das sich da nicht mehr verdrehen kann. Könnte man auch machen.
Aber ich bin so am Überlegen, halt das wirklich durchzubohren. Ja, ich glaube, ich habe jetzt viel immer wieder dasselbe gelabert, aber ich hoffe, ihr habt verstanden, worauf ich hinaus wollte. Ja, ich mache mir ja immer mal wieder einen Kopf um so Sachen. Jetzt sind ja auch noch ein paar Videos, die sind noch in der Mache. Zum Beispiel mit dem Rabenschnabel habe ich auch noch nicht dran weitergemacht. Hat ein paar Shorts, dann habe ich wieder ein paar Aufträge gehabt. Ihr kennt das ja, da hätte man immer ein bisschen was anderes noch zu tun, dann wieder was zum Reparieren. Ach übrigens Leute, ich habe jetzt gestern ein Schwert bekommen zur Reparatur. Ich habe ja die ganze Zeit, ich wurde ja immer mal wieder gefragt, ob ich nicht mal ein Video machen kann mit Schwertern, wie man die reparieren kann. Also das Ding, das hat wirklich einiges mitgemacht. Da muss ich euch ein Bild davon zeigen, beziehungsweise seht ihr dann im Video. Also das Ding ist wirklich abgerockt. Aber das ist genau das, was ich gesucht habe. Die Spitze oben ist kaputt, den Rest muss ich mal gucken. Das mache ich erst, wenn wir dann das Video dazu machen und das Ding dann abziehen. Also dann ist da nichts gespielt, wenn ich dann überrascht bin, wenn alles kaputt gehauen ist unter dem Latex, ne? Naja, mal gucken. Ich bin mal gespannt. Das Ding sieht wirklich aus. Das Parier, das hält, das hängt auf halbe Ach hier so, ne, hier wie so ein Hühnchen, das die Flügel in alle Richtungen hängen hat. Aber schon toll. Aber wie gesagt, das ist jetzt noch ein bisschen, ihr kennt mich ja. Ich habe ja auch noch andere, diesen Dingsdolch, den will ich auch noch bauen hier, diesen Stoßdolch, den indischen. Da bin ich immer noch am Überlegen, aber ich sag jetzt mal, wenn das mit dem Bohren hier, mit den Dingern klappt, mit den Stiften, dann könnte ich mir vorstellen, dass das mit dem Dolch auch funktioniert. Da muss ich aber gucken. Planung habe ich auch schon, da bin ich auch immer wieder am Grübeln, wie ich das hinkriege. Aber ich muss mich dann mal aufraffen. Das war aber eigentlich auch ein bisschen, was ich nicht gemacht habe, weil ich keine Standbohrmaschine hatte. So, jetzt habe ich mir das kleine Ding mit dem Dremel geholt. Da kann man zwar auch nicht so besonders große Löcher, aber zum Vorbohren reicht es. Den Rest mache ich dann mit dem Akkubohrer. Also soweit der Plan, wenn es klappt. Ansonsten muss ich doch noch ein paar Euro investieren und hole mir dann ein bisschen größere Standmaschinen. Da habe ich auch schon geguckt, so für 100 Euro kriegt man schon was. Wie gesagt, ich muss ja nicht viel bohren. So alle Jubeljahre mal. Aber ich denke mal, dass das theoretisch funktionieren wird. Wird ein bisschen Frickelei. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich irgendwo mir einen Körner besorgt kriege. Sonst wird der Bohrer, egal auch wenn ich vorbohre, immer wieder abrutschen. Also das ist verdammt glatt. Und dann gucken wir, wie das funktioniert. Das ist ja Messing, das verchromt worden ist, also müsste das auch relativ einfach zu bohren sein. Also ich denke mal, das wird funktionieren. Aber wie gesagt, hat ein ordentliches Gewicht, also müsste relativ stabil sein. Ja, so, dann hoffe ich mal, dass er was in den Kommentaren dazu sagt. Schön wäre es. Denkt dran für den Algorithmus. Und schon mal wieder Dank an alle, die mich schon wieder abonniert haben. Die letzten Wochen wieder. Das ist ja Wahnsinn. Wir gehen ja stramm auf die 1000 zu. Jetzt müssen wir nur noch die Watchtime. Interessanterweise, je mehr Abonnenten ich kriege, umso weniger Watchtime. Ich weiß es nicht, das lief bestimmt an den Shorts. Man kriegt ja eine riesen Reichweite damit, aber naja, wenn die langen Videos dann nicht keiner guckt, bringt das auch nicht allzu viel. Naja, egal, wir kriegen das noch hin. Erstmal machen wir jetzt die 1000 Abonnenten voll und danach fangen wir an und arbeiten an den 4000 Stunden. So, dann, wie gesagt, gebt euren Senf dazu. Ich hoffe, was Sinnvolles. Ne? Was ihr davon haltet, von der Idee und der Umsetzung, was ich da geplant habe. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Beziehungsweise vielleicht auch dann, wenn ich schon damit anfange. Ich muss mal gucken. Ne? Habe auch noch ein paar andere Sachen planen, aber ich will da jetzt nicht so viel erzählen. Ich mache die Videos ja immer so, wie ich Lust drauf habe. Ne? So, dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.